Ja gut, wir wollten vorne wie hinten spielen, aber das hat wieder heute nicht geklappt. Und du kannst der Mannschaft noch so sagen 4-4-2, aber das bringt alles nichts. Das ist einfach sinnlos, da mit der Mannschaft darüber zu diskutieren. Es war eine Saison zu vergessen. Chancenlos stiegen 3 Mannschaften der Bottroper Badmintongemeinschaft sang- und klanglos ab. Doch nun soll alles besser werden. Neues Spiel, neues Glück und damit herzlich willkommen zum Saisonauftakt der Bottroper Badmintongemeinschaft hier in Kirchhellen. Die letzte Saison war zu vergessen, man stieg mit allen 3 Mannschaften ab, aber die BBG hat sich neu aufgestellt und empfängt heute zur Saisonauftakt keinen geringen Gegner als den BC 89. Hermann berichtet. Es ist ein Duell der Giganten. Nein, dieser Giganten. Stadtderby in Bottrop. Ein Duell, das es noch nicht so oft gab. Die Statistik ist ausgeglichen. Die Vorfreude riesig. Nachdem der BC den Aufstieg und die BBG sogar alles vergeigt hat, ist es ein Spiel mit Ausgang ungewiss. Ja, und jetzt schalten wir einmal vor die Halle. Tobias, wie sieht's aus dort? Ja, der Andrang zu diesem Spitzenspiel ist riesengroß. Damit hat selbst der Veranstalter nicht mit gerechnet. Hier ist die Hölle los und wir erwarten ein tolles Spiel. Ja, danke Tobias. Und ich stehe jetzt hier mit dem Trainer der Bottroper Badmintongemeinschaft, den Herrn Wagner. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Herr Wagner, im Vorfeld hat es personelle Änderungen in der Mannschaft gegeben. Ist das so? Ja gut, das ist dann halt nun mal so. Was erwarten Sie heute von Ihrer Mannschaft? Wie werden Sie heute das Spiel angehen? Ja, wie ich immer so schön sage, kämpfen und nicht verlieren, ne? Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei. Ja, danke. Ja, und ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen und gebe ab zu den Kommentatoren. Das kann er heute geben. Oh, herzlich willkommen aus der Sporthalle Kirchhellen zu einem echten Kracher-Duell heute. Und damit gehen wir auch schon rüber zu den Doppel, denn heute hat hier in der Halle wirklich spannende Spiele stattgefunden. Das Damendoppel und die beiden Herrendoppel wurden leider knapp verloren. Die Herrendoppel sogar in 3 Sätzen. Dabei hat es wirklich gut ausgesehen in den ersten Sätzen, aber leider konnte das Niveau nicht gehalten werden und so gingen diese Spiele verloren. Und damit springen wir auch schon rüber zum Topspiel des Tages, das 3. Herreneinzel, wo Marc gegen den Gegner vom BC 89 spielt, welchen wir aus technischen Sicherheitsgründen nicht nennen dürfen. Der erste Satz beginnt und der Gegner führt gleich mit 1-0. Marc versucht konzentriert zu bleiben und ja, er hat ein gutes Auge, lässt den Ball ins Ausfliegen und so steht es 1-1. Er hat eine lange Verletzungsphase hinter sich und wer weiß, wie er heute so ins Spiel reinkommt. Er ist seit 2 Wochen erst im Training und man kann es ihm auch, glaube ich, noch so ein bisschen ansehen, dass er noch nicht wirklich top in Form ist. Wir machen einen kleinen Sprung und man sieht gleich, Marc ist sehr, sehr unkonzentriert. Keine Ahnung, was in ihm vorgeht, aber es ist einfach nicht sein Spiel heute. Oh nein, schon wieder ein leichter Fehler, leichte Punkte für den Gegner. Das darf natürlich nicht passieren. Er hat seine Erfahrung, aber natürlich, er ist erst seit 2 Wochen im Training. Ja, und da regt er sich auch zu Recht auf. Scheiße, darf man ruhig sagen, natürlich. Aber er muss konzentriert bleiben. Oh nein, da rutscht... das ist wirklich... Ich habe schon einige Spiele von ihm gesehen, aber das ist einfach nur schlecht. Und genau, da regt sich auch das Publikum auf. Wir können es verstehen, weil das ist einfach nur schlecht, was Marc spielt. Aber wir springen mal zum Ende des Satzes. Und ja gut, da ist noch mal ein schöner Punkt von Marc zu sehen. Aber im Großen und Ganzen kann er mit dem ersten Satz einfach nicht zufrieden sein. Und demnach muss er sich auch die Buhrufe von dem Publikum gefallen lassen. Sehr schön nochmal von Marc. Aber auch da sieht man wieder, er ist einfach nicht wirklich spritzig genug heute. Und ja, so passiert es. Da hat der Gegner auch schon Satzball. Keine Ahnung, was heute mit ihm los ist, aber das ist wirklich nicht der Marc, den wir kennen. Er spielt einfach sehr, sehr unkonzentriert, als ob er einen Topf Gulasch auf dem Herd hätte. Es ist einfach nicht sein Spiel und ja, so einfach hat er ihm das gemacht. Marc verliert den ersten Satz. Kurzer Sprung zum zweiten Einzel von Fabi, den er leider jetzt auch verloren hat, den Satz. Oh, das sieht nicht gut aus. Und jopp, der Ball scheint in Ordnung zu sein. Marc geht in den zweiten Satz. Der Gegner macht einen leichten Fehler und wir hoffen, dass Marc jetzt wirklich mal langsam aus den Pushen kommt. Aber wie gesagt, der erste Satz war sehr behäbig von ihm und wir können nur hoffen, dass es besser wird. Auch da leichter Punkt, das darf natürlich nicht passieren. Und ja, es sieht schon wieder besser aus. Eigentlich besser, ein bisschen spritziger bewegt er sich dann doch.
Kommt er zur alter Stärke wieder, man weiß es nicht wirklich. Aber der Gegner hält ihn natürlich auch sehr, sehr gut in Schach. Aber da, sehr guter Ball von Marc. Okay, er kam noch ran. Jawohl, das ist mal wichtig, dass er jetzt einen Punkt gemacht hat, dass er mal einen langen Ballwechsel durchgehalten hat. Hier sehen wir nochmal Marc aus der Nahaufnahme. Jawohl, super guter Punkt. Auch das Publikum. Er reißt das Publikum mit, er nimmt es mit. Das merkt natürlich das Publikum. Jawohl, wir machen auch einen kurzen Sprung. Und Marc hat es tatsächlich geschafft. Er führt 19:14. Und es sieht doch schon jetzt wirklich gut aus. So langsam scheint er wohl alles unter Kontrolle zu haben. Ja, wunderbar. Ein super Smash mit der Rückhand, was ihm das 20:14 einbringt. Somit Satzball zum Satzausgleich. Jawohl, das ist wirklich schon wieder der Marc, den wir kennen aus der Vergangenheit. Sehr konzentrierter Aufschlag. Und Ball war drin. Jawohl, Satzausgleich. Da hat er ihn im zweiten Satz. Oh, auch hier sehen wir auch schon Stefan Bruns, der tatsächlich sein Spiel in 2 Sätzen deutlich gewonnen hat. Und hier auch Stefanie Halfer, die auch in 3 Sätzen ihr Spiel gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das Mix leider musste sich nach einem harten Kampf geschlagen geben. Aber nichtsdestotrotz für erstmalige Paarung von Dennis und Safia war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber da sehen wir auch schon den dritten Satz. Der dritte Satz beginnt und Marc jetzt wirklich konzentriert. Jetzt muss man wirklich sagen, jetzt zeigt er seine ganze Routine und ganz locker holt er den ersten Punkt im Satz. Ist schon wirklich gut. Klar, er hadert noch mal ein bisschen mit sich selbst, aber das ist kein Problem. Er führt 1:0 und schlägt jetzt weiterhin auf. Ja, das sieht doch schon allgemein sieht es doch schon viel, viel besser aus. Es sieht so aus, als ob er sich wirklich jetzt mal ein bisschen Zaun hätte und konzentrierter spielt. Ja, wunderbar, schön lange Rückhand. Da kam Marc leider nicht mehr ran, aber man muss auch wirklich sagen, der Gegner ist auch nicht von schlechten Eltern. Er spielt jetzt hier gegen keinen Unbekannten, von daher kann er es auch mal verkraften, dass er jetzt einen Punkt abgegeben hat. Aber so steht es jetzt 1:2 und wir hoffen, dass Marc einfach jetzt konzentriert bleibt. Ja, wunderbar, schöner Drop. Und, da kommt er noch ran. Oh, jetzt sieht man doch schon, dass er sich ein bisschen mehr ins Zeug legt. Ja, wunderbar, da zeigt er seine ganze Erfahrung, die er mit den Jahren jetzt gesammelt hat. Wunderbar, 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 wunderbar. Oh, schöner Drop. Oh, da kommt... Und Wahnsinn! Unglaublich, unglaublich! Alter Schwede, das ist Batman vom Feinsten. Auch da, meine Fresse. Marc ist einfach jetzt mitten im Spiel drin. Jetzt hat er deutliche Führung und ich hoffe, er lässt es sich nicht mehr vom Brot nehmen. Jedenfalls führt er 19:14 und er bleibt konzentriert. Und er ist drin, Ball ist drin, super. Das bedeutet 20:14 Matchball für Marc. Es ist unfassbar, wenn man den ersten Satz noch sieht, wie unkonzentriert er war, wie lethargisch. Und jetzt der Drop von den unten. Nein, es ist unglaublich. Er gewinnt das Spiel, er dreht das Spiel. Wer hätte das gedacht? Auch nochmal Gratulation an den Gegner für ein super spannendes Spiel. Und damit verliert die BBG leider 3:5 insgesamt. Ich sage Dankeschön und damit gehe ich zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Henning. Und ich habe jetzt hier meinen ersten Interviewpartner, Marc Schwarz. Herzlich willkommen und vielen Dank erstmal, dass Sie sich so kurz nach dem Spiel Zeit genommen haben. Herr Schwarz, wie schätzen Sie die Mannschaftsleistung heute ein? Ja, ich denke, die Mannschaft kann sich heute gar nichts vorwerfen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, links wie rechts, vorne wie hinten. Wir standen sehr kompakt, die Mannschaft hat alles reingehauen und es war auch uns fehlte ein bisschen das Quäntchen Glück am Ende. Wie würden Sie Ihr eigenes Spiel heute einschätzen? Ja, zu meiner eigenen Leistung. Ich hatte heute versucht, erst mit links zu spielen, aber dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du mal die gewohnte rechte Hand zum Spielen und wahrscheinlich war der Gegner überrascht, dass ich den Ball einigermaßen getroffen habe. War ich selbst, muss ich sagen, selbst sehr überrascht. Zumal ich heute noch überlegt habe, gar nicht anzutreten, weil ich halt einen Gulasch auf dem Ofen hatte. Jetzt mussten Sie leider aufgrund einer Verletzung Ihre Olympiateilnahme absagen. Wie fühlen Sie sich und wie war das Gefühl, heute für die BBG wieder aufschlagen zu dürfen? Ja, natürlich. Es war natürlich ein großer Schock für mich. Du stellst dein ganzes Leben auf Olympia ein, arbeitest auf diesen Moment und dann holst du dir beim Katzenklo sauber machen einen Kreuzbandriss. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wie gesagt, ich sehe es alles jetzt positiv. Ich hoffe, mit der Mannschaft jetzt eine gute Saison zu spielen und wir bekommen das schon irgendwie hin. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Interview und alles Gute für die Zukunft. So, das war's auch heute schon wieder. Wenn euch der Bullshit hier, den ich vor mir gegeben habe, gefallen hat, dann schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.